In diesem Video befassen wir uns mit den Basisbewegungsregeln für Mechs. Die Bewegungsregeln für andere Battletech-Einheiten, Städte mit Straßen und Gebäuden, Gewässer und optionale Zusatzregeln folgen in späteren Videos. Da es sich bei Battletech um ein englischsprachiges Spiel handelt und noch nie alle Regelwerke einer Edition auf Deutsch übersetzt wurden, werde ich alle Regel- und Spielbegriffe in ihrer englischen Form verwenden. Es sollte euch dann leichter fallen, die entsprechenden Regelabschnitte im Regelwerk, entweder im Total Warfare oder im Battle Mech Manual, zu finden. Jeder Mech verfügt auf seinem Record Sheet über Bewegungspunkte in Walking und Running. Viele Mechs verfügen auch noch über Bewegungspunkte für Jumping, dazu kommen wir aber später. Welche Bewegungsart du verwendest, ist fast immer deine Entscheidung. Allerdings gehen mit den einzelnen Bewegungsarten verschiedene Zusatzregeln und Beschränkungen einher. Auch darauf werden wir noch eingehen. Das ist das Record Sheet für einen Griffin 1N. Für die Erklärung der Basisbewegungsregeln verwenden wir den Griffin 1N mit der Bewegungscharakteristik Walking 5, Running 8 und Jumping 5. Diese Zahlen stellen Bewegungspunkte dar, mit denen das Betreten eines Hexfelds bezahlt werden muss. Was ist das Ziel der Bewegung? Warum bewegen wir die Einheiten überhaupt? Abgesehen davon, dass es mehr Spaß macht, die Figuren über den Tisch zu bewegen, als sie nur herumstehen zu lassen, ist es immer das Ziel, den Gegner besser zu treffen als er dich. Solltest du den Gegner aufgrund der Entfernung oder anderer widriger Umstände nicht treffen können, muss es erst recht dein Ziel sein, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen, dich zu treffen. Und das erzielen wir mit Bewegung. Wir werden in einem späteren Video auf die verschiedenen Bewegungscharakteristika und ihre Vor- und Nachteile eingehen. Die im Folgenden gezeigten Bewegungen sollen die Regeln veranschaulichen und machen nicht alle in einem Battletech-Spiel Sinn. Battletech wird auf Karten mit einem Sechseck-Raster, sogenannten Hexfeldern oder Hexes, gespielt. Es gibt auch eine reine Tabletop-Version, dabei bleiben aber leider einige Elemente des Spiels auf der Strecke. Da die Figuren bei Battletech über Karten mit Feldern bewegt werden, ist die Bewegung weniger Messungenauigkeiten ausgesetzt wie beim Tabletop auf Gelände und mit Maßband. Jedes Hexfeld hat 6 Seiten, an denen es mit bis zu 6 anderen Hexfeldern verbunden ist. So eine Linie nennt man Hexside. Jede Bewegung in Battletech verbraucht Bewegungspunkte. Die einfachste Art, seine Bewegungspunkte zu verbrauchen, ist ein Turn. Ein Mech hat immer eine Ausrichtung, das heißt, er ist immer mit seiner Front über eine Hexside ausgerichtet. Das ist sein Front Hexside. Jede Bewegung wird immer vom Front Hexside aus berechnet. Wenn du deinen Mech jetzt drehst, egal ob nach rechts oder links, kostet dich das einen Bewegungspunkt pro Hexside. Wenn ich also meinen Mech 3 Hexsides nach rechts drehe, kostet mich das 3 Bewegungspunkte. Drehe ich ihn 2 Hexsides nach links, kostet das 2 Bewegungspunkte. Ob du in deinem Hex turnst und wie weit, hängt davon ab, was du danach weitermachen willst. Ein Turn kann notwendig sein, um einen Gegner ins Schussfeld zu bekommen, um ein Hindernis zu umgehen, sei es Gelände oder eine gegnerische Einheit, oder um dem Gegner die weniger beschädigte Seite zuzudrehen. Wenden wir uns jetzt den Bewegungsregeln für Vorwärtsbewegung zu. Grundsätzlich gilt, jedes Hexfeld, das du betrittst, kostet mindestens einen Bewegungspunkt. Um eine Hexside zu überschreiten, müssen die Bewegungskosten des Zielhexes ausgegeben werden. Wenn der Mech nicht genug Bewegungspunkte übrig hat, kann er das Hex nicht betreten. Wenn wir den Griffin also von diesem Hex aus hierhin bewegen wollen, kostet das einen Bewegungspunkt. Wollen wir in dieses Hexfeld, kostet es 2 Bewegungspunkte, weil wir den Mech vorher um eine Hexside geturnt haben. Jetzt kommen die wichtigsten Geländefelder im Spiel, Wälder. Wir unterscheiden Lightwood Hexes und Heavywood Hexes. Lightwood kostet einen zusätzlichen Bewegungspunkt, Heavywood kostet 2 zusätzliche Bewegungspunkte. Wenn wir den Mech also in dieses Lightwood Hex bewegen, kostet die Bewegung insgesamt 3 Bewegungspunkte. Ein Bewegungspunkt für ein Hex geradeaus vor uns und 2 für das Lightwood Hex. Ein Bewegungspunkt für das Hex und ein zusätzlicher für den Lightwood. Wollen wir in dieses Heavywood Hex, verbrauchen wir 6 Bewegungspunkte. Zuerst bewegen wir uns ein Hex geradeaus für einen Bewegungspunkt. In diesem Hex turnen wir eine Hexside nach links, was einen weiteren Bewegungspunkt kostet. Bewegen den Mech ein weiteres Hex für einen Bewegungspunkt und zuletzt brauchen wir 3 Bewegungspunkte für das Heavywood Hex.
einen für das Hex und 2 weitere für den Heavy Wood. Schon haben wir eine weitere Bewegungsregel. Ob der Mech Walking oder Running Bewegungspunkte verbraucht, hängt einzig und allein davon ab, wie viele Bewegungspunkte er auf seinem Weg ausgibt. In das Light Wood Hex sind wir mit Walking, also gehend, gekommen. Für das Heavy Wood Hex verbrauchen wir schon 6 Bewegungspunkte, was im Fall des Griffin nur mehr mit Running, also laufend geht, da er nur 5 Bewegungspunkte in Walking zur Verfügung hat. Ob ihr Walking, Running oder Jumping Bewegungspunkte verbraucht, hat eine gewaltige Auswirkung im Kampf, was wir im Video über die Schussphase genauer behandeln werden. Als nächstes wollen wir in dieses Rough Hexfeld. Auch das Rough Hexfeld kostet einen zusätzlichen Bewegungspunkt. Zählt zur Überprüfung einmal selber mit. Wenn ihr richtig gezählt habt, seid ihr auf 7 Bewegungspunkte gekommen. Ein Bewegungspunkt für das Hex geradeaus, dann turnen wir für einen weiteren Punkt eine Hexseite nach rechts, bewegen uns 3 Hex geradeaus, was wieder 3 Bewegungspunkte kostet, und zuletzt verbrauchen wir 2 Bewegungspunkte für das Rough Hex, was insgesamt 7 Bewegungspunkte ausmacht. Im nächsten Schritt kommen wir zu den Höhenleveln. Grundsätzlich gilt, dass ein Mech pro Höhenlevel-Unterschied von Ausgangshex zu Zielhex einen zusätzlichen Bewegungspunkt verbraucht, wobei ein Mech, der nur Walking oder Running Bewegungspunkte ausgibt, höchstens 2 Höhenlevel über eine Hexseite überwinden darf. Schauen wir uns das auf der Karte an. Wir wollen in dieses Hexfeld. Dafür benötigen wir 5 Bewegungspunkte, kommen also mit Walking hin. Erster Bewegungspunkt für das Hex gerade vor dem Griffin, danach ein weiteres Hex geradeaus, allerdings mit Light Wood, was 2 weitere Bewegungspunkte kostet, und jetzt noch 2 Bewegungspunkte für das Level 1 Hex. Ein Bewegungspunkt für das Hexfeld und ein weiterer für die Level 1 Erhöhung. Um beispielsweise in dieses Level 2 Hexfeld zu kommen, benötigen wir die vollen 8 Bewegungspunkte des Griffin. Versuchen wir zuerst den steilen Weg. Wir machen einen Turn nach rechts, was den ersten Bewegungspunkt verbraucht. Bewegen uns ein Hex vorwärts, der zweite Bewegungspunkt. Turnen eine Hexseite nach links, was wieder einen Bewegungspunkt kostet. Bewegen den Mech 2 Hexfelder weiter, direkt vor das Level 2 Hex. Damit haben wir wieder 2 Bewegungspunkte verbraucht und klettern auf das Level 2 Hex, was 3 Bewegungspunkte kostet. Ein Bewegungspunkt für das Hexfeld und ein zusätzlicher pro Höhenlevel, was insgesamt 8 Bewegungspunkte ausmacht. Nehmen wir jetzt zur Überprüfung den anderen Weg. Zählt wieder selber mit. Kontrollieren wir. Ein Hex geradeaus für einen Bewegungspunkt. 2 weitere Bewegungspunkte für das Light Wood Hex. Das Level 1 Hex kostet ebenfalls 2 Bewegungspunkte. Hier turnen wir wieder eine Hexseite nach rechts, kostet einen Bewegungspunkt. Und die beiden letzten Bewegungspunkte verbrauchen wir, um von unserem Level 1 Hex auf das Level 2 Hex zu kommen. Wieder einen für das Hexfeld und den zweiten für das zusätzliche Höhenlevel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Geländestacking. Das bedeutet, dass sich mehrere verschiedene Geländemerkmale im selben Hex befinden können und die Bewegungskosten für dieses Hex daher kumulativ erhöhen. Wenn wir in dieses Hex vorrücken wollen, kostet das den Griffin 4 Bewegungspunkte. Der erste Punkt ist für das leere Hexfeld direkt vor ihm. Das Zielhex kostet 3 weitere Punkte, einen für das Hex, einen für das Höhenlevel und der dritte für Light Wood. Kommen wir nun zum Jumping. Viele Mechs verfügen über Sprungdüsen und können sich daher jumpend, also springend, bewegen. Jumping erleichtert die Bewegung ungemein und erschwert alles andere. Ein Mech kann seine Bewegungspunkte unter Jumping nur dann einsetzen, wenn er zu Beginn der Bewegungsphase steht und die Sprungdüsen nicht unter Wasser sind. Ein Mech, der alle Sprungdüsen im Torso hat und nur in Depth 1 Wasser steht, kann das Hex also springend verlassen. Sollten sich Sprungdüsen in den Beinen unter Wasser befinden, muss für jede Sprungdüse in den Beinen ein Jumping-Bewegungspunkt abgezogen werden. Ein Mech kann in Hexfeldern so weit springen, wie seine Bewegungspunkte unter Jumping angeben.
Gleichzeitig ist es der größte Höhenlevel-Unterschied, den ein Mech überspringen kann. Unser Griffin hat 5 Bewegungspunkte Jumping und kann daher 5 Hexfelder weit und 5 Höhenlevel höher als seine aktuelle Position springen. Und zwar gleichzeitig. Beim Springen wird die Ausrichtung des Mechs komplett ignoriert. Ein Mech mit Sprungdüsen kann also in jede beliebige Richtung springen, ignoriert alles dazwischenliegende Gelände, sofern es nicht höher ist als für ihn erlaubt, ignoriert die Kosten des Zielhexes und kann in jeder beliebigen Ausrichtung positioniert werden. Der Griffin kann also von hier aus in dieses Heck springen und ignoriert dabei sowohl den Level 1 Hügel mit Lightwood als auch die Wasserfelder. Er kann auch in dieses Hex schräg hinter sich springen und sich trotzdem nach vorne ausrichten, was besonders bei Verfolgungen nützlich sein kann. Oder in dieses Hex hinter dem Lightwood, mit einer Ausrichtung, die ihm in der nächsten Runde erlaubt, auf den Hügel zu laufen und seine Waffen zum Einsatz zu bringen. Ein Mech kann sich natürlich auch rückwärts bewegen. Rückwärts können nur Walking-Bewegungspunkte ausgegeben werden und es dürfen keine Höhenlevel überwunden werden. Alle Kosten für das Betreten eines Hexfeldes sind exakt gleich wie bei den Vorwärtsbewegungen. Vierbeinige Mechs haben eine besondere Bewegungsart genannt Lateral Shift, was einer Seitwärtsbewegung entspricht und einen zusätzlichen Bewegungspunkt für das Zielhex kostet. Wenn der Vierbeiner, hier ein Barghest mit denselben Bewegungspunkten bei Walking und Running wie der Griffin, den steilen Weg auf das Level 2 Hex nehmen will, kostet ihn das daher einen Bewegungspunkt weniger als dem Griffin. Wir kontrollieren das. Ein Bewegungspunkt für das erste Hex geradeaus, danach machen wir den Lateral Shift nach rechts vorne, was für dieses Hex also 2 Bewegungspunkte kostet, ein weiteres Hex für einen Punkt geradeaus und zuletzt 3 Bewegungspunkte auf Level 2 hinauf. Der Barghest kann seinen verbliebenen Bewegungspunkt jetzt noch für einen Turn um eine Hexside nutzen, um sich entweder auf den Gegner auszurichten oder die Bewegung der nächsten Runde vorzubereiten. Im nächsten Video dieser Reihe befassen wir uns mit den Besonderheiten und Tücken von Straßen, Gebäuden und Gewässern. Lerne, wie man Gebäude am besten ausnutzen kann, welche Gefahren auf der Straße lauern und warum man Gewässer besser meiden sollte. Bis zum nächsten Mal bei der Tabletop Academy.